Wir machen heute etwas, was viele von euch schon requestet haben und wo ich ein bisschen Zeit einplanen muss. Und zwar schauen wir uns heute das Video von Jeff an, von Hanhunyanye, mit dem Titel The Dark Reality Behind CSGO. Illegal Gambling, Lies and Addiction. Part 1 sogar. Das war mir jetzt sogar auch neu. Das ist der erste Teil. Und zwar die Hintergrundgeschichte kann ich mal so ein bisschen zusammenfassen. Jeff ist ja auch ein CS-YouTuber, der es auch schon viele, viele Jahre macht, mit dem ich auch früher einige Projekte gestartet habe, als ich noch den englischen Kanal aktiv betrieben habe. Der hat sich die letzten Jahre auch stark gegen externe Glücksspielseiten und Partnerschaften mit denen ausgesprochen, bis er vor ein paar Monaten, ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht finden, aber einen Tweet rausgehauen hat, wo er mehr oder weniger angekündigt hat, er hat sich jetzt all die Jahre dagegen gewehrt und gegen illegale Glücksspielseiten stark gemacht. Es hat aber alles nichts geändert. Streamer, YouTuber bewerben das immer noch. Die Seiten sind noch immer mega groß. Dann G2 mit einer CSGO-Roll-Partnerschaft auch auf dem CS-Major vertreten im März und April. So dass er dann irgendwann gesagt hat, ey, ich sehe, ich kämpfe da die ganze Zeit gegen an, es bringt aber nichts. Es macht keinen Unterschied, was ich hier mache. Und da hat er irgendwann Anfang des Jahres ein Tweet rausgehauen, wo er gesagt hat, ey, ich habe es jetzt all die Jahre probiert, es macht keinen Unterschied. Ich möchte jetzt auch mal meinen Back securen und gucken, dass ich meine Schäfchen ins Trockene bringe. Ich werde jetzt in Zukunft Gambling-Partnerschaften annehmen. Er wollte keine, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, er wollte keine Gambling-Videos machen, wo er aktiv auf den Seiten zockt, aber so Pre-Roll-Intros, wo du aber auch schon einen Arsch voll Geld bekommst. Ich werde den Tweet jetzt nicht finden, aber das ist im Grunde die Hintergrundgeschichte. Da hat er da auch tatsächlich relativ viel positives Feedback zu bekommen. Auch aus der Community, wo Leute gesagt haben, Alter, Jeff, wir wissen, du bist ein guter. Ne? Also, du hast es all die Jahre probiert, secure dir ruhig den Back. Haben tatsächlich die meisten Leute geschrieben, dass sie ihm das gönnen. Dann hat er aber selbst nochmal darüber nachgedacht und hat gesagt, Alter, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ich mache das nicht. Und hat sich jetzt dazu entschieden, nochmal tiefer in die Thematik reinzugehen. Hat sich da professionelle Hilfe auch geholt für dieses Video von verschiedenen Anwälten, von Psychologieprofessoren, einen dänischen und norwegischen Anwalt, der im E-Sport dick drin ist, und noch einen Franzosen, ein französischer Lawyer, der im E-Sport ganz dick drin ist. Also hat sich da wohl richtig, richtig dick mit dem Thema nochmal auseinandergesetzt. Meine Erwartung an dieses Video ist, dass ich wahrscheinlich nicht relativ viel Neues lerne. Weil, ja, wenn du in der Szene drin bist, dann ist dir das eigentlich alles klar, dass diese ganzen Glücksspielseiten das nur durch irgendwelche Loopholes so machen können, weil eigentlich ist das, kann das so unter den Umständen, wie die laufen haben, gar nicht so legal sein. Aber wir schauen mal rein. Das Video geht 47 Minuten lang. In 1,5 Stunden ungefähr spielt Big gegen Liquid in den IEM-Playoffs. Ich hoffe, dass wir das in 1,5 Stunden einigermaßen durcharbeiten und aufarbeiten können. Aber viele von euch haben sich ein Video dazu gewünscht. Und deswegen labern wir nicht länger drum rum. Wir gehen rein und schauen mal, was der gute Jeff da gekocht hat. Let's go. Das war der Fake auf dem Major, man erinnert sich. CSGO gambling. I think gambling is fine, but the only problem is when you have kids and... You know, I don't know what the age limit is for people that watch me, so I'm not trying to promote that to little kids. Being 15, 16, it got recommended to me on YouTube. Ist die Lautstärke okay so für euch? Make sure to use my promo code to get 50 cents for free, which means you can already open your first case. Signed by Steam. There's no verification. In a 12-year-old's mind, big chance. 12 years old? Yes, yes. I was 12. Quite safe to assume that they do not have any license, yes. There is so much gamble promotions. I do get temptation whenever I play CSGO or watch CSGO. You're not considered an online gambling platform. It might be a loophole, but this has existed for a long time and is the way the law is written. That's actually one of the big driving causes of the suicides. It is my bank account. 11 cents in my checking account, 48 cents in my savings account. Actually, just yesterday I spent the remaining $1,500 because I'm a degenerate gambler. How can I go to my mom and be like, hey, yeah, you know, I have no money. And the reason is because I gambled it. I don't think I could ever tell them because of how embarrassed I am of it. So you just keep depositing and then you go, oh, I shouldn't have done that. I lost control of it there. You've got to stop. You've got to, and you say you've got to stop. You've got to stop.
the next day you're doing exactly the same thing. Das Video hat Jeff komplett selbst geschnitten und der hat sogar er hat das Editing-Programm sogar gezeigt. Also alleine das Intro, was er geguckt hat, ich glaube, das wird gut. Da bin ich sehr gespannt. Dankeschön an die Resubs und grüßt euch alle, die jetzt gerade erst reinkamen. Danke Elias, Gixa, Schissel, Shorio, Newseno, Dassler. Ich werde hier und da mal pausieren bei dem Video auch, aber ich bedanke mich nachher bei euch allen, nur dass ihr einmal Bescheid wisst. So, das ist Jeff. For the last 3 months, and there's a reason. In April, I have announced I will accept offers coming from CSGO gambling websites, and within just a few weeks, the highest offer I have received was 120,000 euro per month to promote one of these on this YouTube channel. Now, I'm not gonna lie, that's 120.000 im Monat. So, man muss auch fairerweise dazu sagen, Jeff hat halt auch echt gute Aufrufe, obwohl der öfters mal mehrere Monate inaktiv gegangen ist. Der macht mehr Aufrufe als ich auf meinem deutschen Kanal. Ja, viele Videos über 100.000 Aufrufe. Also echt einiges. Aber 120.000 ist natürlich sehr viel. Ich frage mich, ob der da Gambling-Videos hätte machen sollen oder ob das Pre-Roll-Videos gewesen wären. Also für die Leute, die nicht wissen, was ein Pre-Roll ist. Pre-Roll ist halt, ne, am Anfang vor deinem normalen Video kommt dann ein Pre-Roll, so 30 Sekunden, wo du laberst, hier, lad hier für 5 Euro auf, dann kriegst du $10 Deposit-Bonus, Gamble auf der Seite, ist geil. Das sind Pre-Rolls. Ein Dedicated-Video ist ein Video, wo du halt über 15 Minuten ausschließlich nur auf der Seite halt gamblest. Vielleicht sagt das nachher, aber 120.000 ist natürlich eine Summe. Es würde mich wundern, wenn das nur Pre-Rolls wären. Das hatten wir ja gestern noch im Stream, ich habe es sogar hier noch auf, als wir darüber geredet haben, hier 2017. Da hatte mich gestern jemand im Stream gefragt, wie bei mir die Offers aussahen. Das war diese erste Gambling-Seite, die nachher auch als, ich glaube, die haben auch gescammt. Drake Moon war das. Da weiß ich nicht mehr, ob die auch einen Exit-Scam gemacht haben oder so. Ich weiß es aber nicht mehr. Aber die hatten mir damals, guck mal, das war Ende 2016, 10.000 für ein einzelnes Video angeboten. Da habe ich denen halt im Grunde gesagt, nee, mit Case-Opening-Seiten will ich nichts zu tun haben. Davor hatten wir jetzt CSGO-Hand zum Beispiel lange als Partner. Das war eine Jackpot-Seite. Und von den 10.000 sind die dann ganz schnell, als ich gesagt habe, nee, ich sehe mich da auf jeden Fall nicht, weil man nicht weiß, wie die Prozente sind. Das war damals bei den Seiten halt auch nicht öffentlich, dass ich das nicht machen würde. Und dann ist das Offer von 10.000 auf 20 bis 30.000 hochgegangen. Und das war die ganz wilde Zeit damals. Hier, guck mal, damals Hellcase. So sahen meine E-Mails damals aus. Also da ist es nur reingeraschelt. Und ja, die Summen sind real. Also die 120.000, die haben manche Leute, die noch größer sind als Jeff auf YouTube für ein Video bekommen. Das ist nicht nur, selbst wenn es in Skin ist, ne, kannst du trotzdem 70% auscashen, aber das hast du in Krypto oder auf deinem Bankkonto, kannst das bekommen, aber so sahen meine Mails sehr lange aus, als diese Seiten rauskamen. Und bei mir war ja der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, Alter, ich will nichts mehr mit dem Scheiß zu tun haben. Als damals CSGO Wild diesen Exit-Scam gemacht hat. Da hatten wir ja auch eine Partnerschaft über einen Monat mit CSGO Wild. Die haben dann ja irgendwann die Balance komplett eingefroren von allen Nutzern, sogar von den Streamern. Ich wurde auch nicht ausbezahlt von denen. Und dann habe ich gesagt, Alter, diese ganzen Dreckseiten, Alter, ich traue da keinem, das sind alles so schädige Gestalten. Dann habe ich gesagt, Alter, ich will nie wieder irgendwas mit solchen Dreckseiten zu tun haben. Weil das ist nicht greifbar. Die sitzen nicht irgendwo in Deutschland und haben dann eine GmbH angemeldet. Die sind irgendwo, haben irgendwelche Pseudo-Firmen gegründet und du kommst da nicht ran. Also wie willst du die dafür haftbar machen, wenn die da einen Exit-Scam machen? Und das war dann der Punkt, wo ich sagte, Alter, danach will ich nichts mehr zu tun haben. Das war CSGO Wild, die haben, glaube ich, Roulette gemacht. Die hatten keinen Jackpot, CSGO Wild, ne? Ich glaube, das war auch Roulette. Und dann kamen die ganzen Case-Opening-Seiten. Das war dann Drake Moon die erste. Das war Ende 2016. Da habe ich dann gesagt, nee, verpisst euch. Und danach habe ich viele E-Mails noch von anderen Firmen bekommen. Oder von so Webseiten. Habe gesagt, nee, Alter, mit Case-Opening-Seiten, da will ich nicht nichts mehr mit zu tun haben. Habe mich dann davon komplett distanziert. Aber ja, da hätte ich mir ordentlich was in die Tasche stecken können in der Zwischenzeit. Da wäre ich Multimillionär inzwischen, wenn ich diese Deals alle angenommen hätte in der Zwischenzeit. Genau, und Hintergrund zu dem Tweet, wenn ihr das gelesen habt, war, da hatte Bibanator ein Video damals hochgeladen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Video noch online ist, ich glaube, über eine Partnerschaft, oder der hatte, glaube ich, so ein Talk-Video mit Syrinx gemacht über
über Gambling-Seiten oder sowas. Und da hatte Biber gesagt, oder hatte so nebensächlich irgendwas erwähnt Richtung, ja, Trilux verhandelt mit den Seiten oder sowas oder irgend so ein Kram. Ein Wortlaut weiß ich nicht mehr genau. Und dann weiß ich noch ganz genau, dass Felix bei mir bei WhatsApp geschrieben hat, von einem Real-Life-Mate von Felix, von Toni war das damals, der sowas geschrieben hat wie, Alter, wusstest du, dass Trill mit Hellcase verhandelt? Ne? So auf, der sagt doch immer öffentlich im Stream, er hält nichts von den Seiten, das ist alles Schmutz. Aber jetzt wird in Bibas Video gesagt, dass ich das tun würde. Da ich sage, Alter, was ist das für ein Scheiß? Das stimmt nicht, weil das sind. Und Marc kam nachher auch noch auf mich zu Nobber und hat gesagt, Alter, in Bibas Video sagt, du verhandelst mit Hellcase. Was ist das denn für ein Scheiß? Was machst du da? Was halt nie der Fall gewesen ist, ne? Und deswegen habe ich damals hier gezeigt, dass ich schon Ende 2016 gesagt habe, dass das hier gegen meine Prinzipien ist, solche Sachen zu promoten. Und der Grund war dann, dass Syrinx mich im Vorjahr irgendwann mal angeschrieben hatte, weil er meine Meinung haben wollte, weil er selbst mit Hellcase, meine ich, war das damals, geschrieben hatte und wissen wollte, was man da verlangen kann für einen Twitch-Deal und eine Einschätzung von mir haben wollte. Das hatte ich ihm dann gesagt. Genau, das habe ich hier gesagt, so. Sogar, dass er wahrscheinlich abgerippt worden wäre von denen. Genau, und hatte Syrinx das sogar noch richtig gestellt, hat es wohl falsch verstanden, meinte auch, deinen Namen könnte man rauscutten auf dem Video. Hatte mich nur an 30.000 erinnert, genau. Das war die Hintergrundgeschichte. So, mein Name wurde nicht rausgecuttet und ich wollte dann halt richtig stellen, dass das Quatsch ist, weil Leute, deren persönliche Meinung mir persönlich wiederum wichtig ist, die über so ein Video falsche Informationen bekommen, die nicht stehen, weil da was falsch verstanden wurde, das aber nicht richtig gestellt wird, habe ich dann einen Tweet dazu rausgehauen, weil mich das massiv angepisst hat, dass von links und rechts Leute kommen und sagen, Alter Trill, du stellst dich öffentlich hin und sagst die ganze Zeit, diese Gambling Case-Opening-Seiten sind scheiße, aber jetzt kriegen wir mit, dass in so einem Video gesagt wird, dass du heimlich hinter unseren Rücken doch mit diesen Seiten verhandelst, was halt nicht stimmt. Und deswegen habe ich damals diesen Tweet gemacht. Und da hat Syrinx sich dann für entschuldigt. Habe ich gesagt, alles gut. Ich wollte es nur gerade rücken. Genau. Und der Reply hier ist, glaube ich, von Biber. Danach wurde ich geblockt von Biber. Der hatte sowas geschrieben, hätte da nicht ein Kommentar erreicht, warum nicht 20 Tweets machen wegen 20 Sekunden in einem Video. Er hat aber halt nicht verstanden, dass das einen enormen Impact auf mich hat, wenn Leute, die mir persönlich nahestehen, auf mich zukommen und mir Sachen vorwerfen, die so nie passiert sind. Da ist es egal, ob das 20 Sekunden in einem Video erwähnt wird oder nur 3 Sekunden. Ne, weil das kann ich nicht unkommentiert stehen lassen. So, und genau, das hatte ich dann gesagt. Daraufhin wurde dann reingeblockt. Vielleicht auch, weil man dann tilt war, weil ich offengelegt habe, was diese Seiten tatsächlich zahlen. In der Zwischenzeit ist ja sogar noch mehr geworden, wie ihr hier bei Jeff erfahrt. Aber ja, ich habe mich schon Ende 2016 dagegen entschieden, irgendwas mit diesen Case-Opening-Seiten zu tun zu haben, weil ich aus der Sache mit CSGO Wild gelernt habe, dass ich niemanden in dem Business auch irgendwie vertrauen würde. Drake Moon inzwischen wurde halt auch beworben von vielen Leuten, die hatten dann auch irgendeinen Exit-Scam, die gab es nicht mehr. Das war dann auch total shady und das ist ja mit vielen Seiten in der Zwischenzeit passiert. Und ich glaube, auch bei Biber kann ich mich daran erinnern, dass der sogar mal ein Video gemacht hat oder einen Tweet dazu, weil Leute ihn gefragt haben, wo sind die alten Gambling-Videos auf Webseite XY? Und da hat er gesagt, er hat die alle runtergenommen, weil er nicht mehr guten Gewissens diese Videos online lassen kann. Weil man inzwischen gar nicht mehr weiß, wem die gehören und wie die arbeiten. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ja, und deswegen, weiß nicht, ich bin froh, dass ich den Weg nicht gegangen bin. Ich hätte jetzt auch schon Multimillionen auf meinem Konten. Ich hätte eine richtig fette Villa haben können. Ich habe sehr viel Geld auf meinem Konto und habe sehr viel in den letzten Jahren zur Seite legen können. Ich wohne aber noch zur Miete. Ich hätte aber schon längst ein Mehrfamilienhaus mir shoppen können. Und da bin ich froh drum. Und so langsam scheint ja auch da ein bisschen Wind in die Sache zu kommen. Und mal gucken, wie Valve jetzt in der nächsten Zeit da agiert, weil CSGO-Roll, da ist ja gerade ein großes Drama drumherum. Es werden Leute gebannt, die bei großen Gambling-Seiten Skins supplyen, so wie das aussieht. Ich glaube, es ist aber nicht nur CSGO-Roll, sondern generell so Skin-Supplier, die da irgendeinen shady Shit machen. Aber das ist meine Hintergrundgeschichte zu den Gambling-Seiten. Wir hatten damals CSGO-Hand als Partner, was eine Jackpot-Seite war. Das heißt, mehrere Leute werfen Skins in den Topf und je nachdem, wie viel prozentual du von einem Gesamttopf reingeschickt hast, wusstest du, das ist deine Chance zu gewinnen. Also angenommen, es sind 1000 Euro in Skins im Pot, ich schmeiß 100 rein, dann gehören mir 10% vom Pot
Und da fand ich es nachvollziehbar, zu wissen, wie die Chancen sind. Und die anfänglichen Case-Opening-Seiten wie Drakemoon und so, die haben am Anfang nicht offengelegt, wie die Chancen sind und ob da reingescammt wird. Und das war mir alles zu suspekt, besonders nach der Geschichte mit CSGO Wild, wo dann Balances eingefroren wurden. Da wollte ich nichts mehr mit zu tun haben. Jetzt in der Retro-Perspektive würde ich natürlich auch keine Partnerschaft mehr mit sowas wie CSGO-Hand machen. Ja, das würde ich heutzutage auch nicht mehr machen. Da lernt man dann ja doch einiges in der Zwischenzeit dazu. Auch wenn, ne, fairerweise so die Videos und die Streams, die wir damals hatten mit CSGO-Hand, es waren schon ein paar Banger-Erinnerungen und so auch. Also da waren wir schon gehypt, aber da haben wir uns leider, oder haben sich alle damals auch einfach zu wenig Gedanken darum gemacht, was wir da überhaupt machen. Und das bereue ich und das würde ich rückgängig machen, wenn ich könnte. Aber mein Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, Alter, ich distanziere mich komplett davon, war 2016 dann. Und da bin ich froh drum. So, das ist einmal die Hintergrundgeschichte. Und jetzt hören wir mal rein, was... Genau, es war nicht nur CSGO Wild. Hier Phantom Lord Percentages, wo dann die Seiten noch geriggt wurden, ne? Und du... Phantom Lord T-Martin, da gab es noch andere Leute, die eigene Webseiten hatten, wo das noch nicht aufgedeckt worden ist und sowas. Also es war ganz, ganz suspekt. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, Alter, ich will mit dem ganzen Dreck nichts zu tun haben. Da halten wir uns raus. So, weiter geht's mit Jeff. CSGO Lotto war das, Alter, ich weiß die ganzen Namen schon gar nicht mehr. And within just a few weeks, the highest offer I have received was 120,000 Euro per month to promote one of these on this YouTube channel. Now, I'm not gonna lie. Also ich könnte auch dann locker 100.000 im Monat machen für Twitch und YouTube, wenn nicht sogar mehr. Und das ist eine Seite. Das ist eine Seite, müsst ihr bedenken. Das sind nicht mehrere, das ist eine einzige Seite. Und viele von den Streamern und YouTubern haben mehrere Seiten als Partner mit Affiliate. Und das hat er nur angeboten bekommen als fixes Payment. Und das Schlimme an den Gambling-Seiten ist ja das Affiliate dahinter noch. Dass du aktiv dafür Kohle verdienst, dass Leute aufladen und ihr Geld verdienen. Bei CSGO Roll sind es 10%, glaube ich. Das heißt, ich werbe dafür, dass du auf die Seite gehst, du lädst für 400 Euro auf und ich kriege davon 40 Euro ab. Und die 10%, die ich bekomme, muss diese Webseite ja schon als garantierten Verlust für dich einrechnen, weil die wollen ja auch noch was verdienen. Das heißt, du verlierst auf jeden Fall schon mal die 40 Euro on the long run. Und das ist halt das Ding. Wenn du sowas bewirbst, ist es in deinem Interesse, dass deine Zuschauer ihre Kohle da verlieren. Weil du aktiv daran Geld verdienst, dass Zuschauer aufladen und deine Kohle verlieren. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu Ingame-Cases. Egal, ob die Percentages schlechter sind bei Ingame-Cases oder auf den externen Seiten. Du bist für mich als Streamer und YouTuber ein moralisches Arschloch, wenn du das bewirbst. Weil wenn ich jetzt ein Kisten-Opening mache, mit 50 Kisten, dann kann man das natürlich auch kritisieren. Und ich habe mir viel von der Kritik ja auch zu Herzen genommen, weil ich dann gesagt habe, ich mache das nur noch, wenn eine neue Kiste rauskommt oder ein dicker Anlass ist. Früher habe ich ja auch, ohne darüber nachzudenken, monatlich ein paar hundert Euro in Kisten reingesteckt, ne? Aber ich habe nichts davon, wenn ihr mein Video seht und dann selbst Kisten aufmacht. Ich habe kein Interesse daran, dass ihr mir das nachmacht und die Kisten aufmacht. Wenn ich aber so eine Webseite bewerbe, eine externe, dann habe ich ein großes Interesse daran, dass ihr im Worst Case sogar süchtig werdet und euer Geld daran dort verliert, weil ich dann daran verdiene. Und das ist ein ganz, 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 ganz großer Unterschied, finde ich. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich habe jetzt die Konsequenz rausgezogen. Ich mache nicht mehr regelmäßig Kisten auf, sondern nur noch zu besonderen Anlässen. Und das kann man nach wie vor kritisieren, weil sicherlich gibt es dann auch Leute, auch wenn ich nur eine neue Kiste kommt raus und ich mache 25 Kisten auf, da gibt es mit Sicherheit auch Leute, die sich daran ein Beispiel nehmen und Kisten aufmachen. Auch wenn ich am Anfang sage, macht das nicht, guckt euch das hier an. Ich habe hier jetzt 100 Euro verloren. Aber ich habe aktiv kein Interesse daran, dass ihr mir das nachmacht, weil ich keinen einzigen Cent dadurch verdiene, dass ihr eine Kiste aufmacht. Was bei diesen Seiten aber der Fall ist, wenn ich die bewerben will. That's a real tough time because you have to decide the color of your private jet and which Lamborghini you're going to buy first. It's a real problem. But I also said I will only work with the ones that I deem trustworthy. So I started collecting data. Okay, also Jeff wollte herausfinden, welche Seite safe ist. Regulations and basically how they operate. Because I want to make sure that I'm not going to promote something that would be illegal or immoral. And for example, something that would allow, like 12 years old. German subtitles are enabled on the video, so let's see how the German subtitles are, Jeff.
How do I get to the German subtitles even? Subtitles? I don't see German, Jeff. You fooled me. Or do I have to go to auto-translate? Let me fix that. I mean, we are fine with watching the video in English, I guess. And Jeff told me in the Twitter DMs that I can put the subtitles to German. And now I see, what do I see? French, Polish, Portuguese, Spanish? I've been scammed, Jeff. I mean, I can put English subtitles, but I think everyone can understand you. It should be fine. Without any sort of verification. You would agree on saying that would be bad. I mean, imagine a world where 80% of every content around one game would promote illegal and unregulated gambling accessible to the kids just like the adults from anywhere and without any sort of verification. In 2023, that would be unthinkable, right? And this is why I am not filming this from my Lamborghini. Counter-Strike, we need to talk. And I know it's TikTok days and your attention span is probably already gone, so as a matter of fact, we have to talk about the relation between CSGO and gambling and the damages we have been ignoring for way too long. It's not what I'm supposed to do, but if I don't do it, it feels like no one else will. So be it. I have posted everything I have ongoing for the last 3 months to get here today. I'm going to show you how bad the situation is, and I'm gonna do it with the help of experts and lawyers who will appear in this video. There is a lot of information to digest, but if you care about CSGO, I think it's important to stick around to understand what's going on. In fact, this might be my most important work, so let's get you up to speed. Was ist ein CSGO-Skin? Das wissen wir. So that's a loot box called CSGO Case. If you pay $2.50, it will open and you get a skin. They are not all the same, some look good and some don't, and the ones who look good are rare. Having cool skins, it feels nice. It's only a cosmetic thing, but you can show them to the other players, which is why everybody wants them. And because you can send this item from your account to another account, you can actually sell it to another player, which is why it holds value. There's a whole market behind this, and the most rare ones have been sold for more than $500,000. With a market cap of 4.5 billion, there's a whole economy behind CSGO skins. You will find marketplaces and websites allowing you to exchange them, and these companies are legit, they aren't a problem. What would be a problem is when offshore websites use these skins and trademark to enable unregulated gambling. Aber da hatten letztens auch mal Leute gesagt, aber du bewirbst doch selber auch Skimport. Aber hat Jeff auch gerade gesagt, ja, Skimport, Skinbaron, was gibt's noch? Bitskins. Im asiatischen Raum Buff, das sind Marktplätze, das ist wie eBay. Da kannst du deine Skins kaufen und verkaufen. Da gibt es gar keinen Gamble-Aspekt. Du siehst, als würde ich diesen Stift kaufen. Dieser Stift kostet 5 Euro. Ich gehe auf die Seite, ich kaufe diesen Stift für 5 Euro und dann bekomme ich den Stift für 5 Euro. Auf einer Gambling-Seite steht, du kannst für 5 Euro diesen Stift bekommen. Du kannst aber auch diese leere Fondor-Packung bekommen. Oder ein Sleeve Pokémon-Karten. Da steckst du die 5 Euro rein, der Stift ist ganz schnell weg und da bekommst du vielleicht ein Pokémon-Karten-Sleeve. Das ist der Unterschied. In the previous video, I've mentioned that the presence of these websites feels overwhelming. They are advertised everywhere, and as a result, they might be a lot more popular than what you seem to think. I want to give you a bit of perspective, but I cannot say the name of this website, otherwise YouTube will think I'm promoting it, so I'm gonna call it Stake. Stake is the biggest online casino. You find them advertising in football and online. Recently banned from Twitch, they have created their own streaming platform that is Kick. In the month of April, Stake registered 28 million of visits. Now, for the same period, those CSGO websites which I am tracking reached 47 million of visits, and I am not tracking them all. So when you bring them together, those CSGO reached... Welche kenne ich denn da? Das ist die erste aus den ersten 7, von der ich noch keine Anfrage bekommen habe. Habe ich Anfrage, habe ich Anfrage, habe ich eine Anfrage bekommen, habe ich eine Anfrage. Wusste ich gar nicht, dass das eine Gambling-Seite ist. Die von denen, die waren in meinen Mails. Der gute Daddy war in meinen Mails. Der Rest hier sind, glaube ich, zu klein. Aber von den Top 10 habe ich von 7 oder 8 Stück habe ich auch einige in meinem Mailpostfach. 47 million of visits, and I am not tracking them all. So when you bring them together, those CSGO websites bring almost double the traffic of the biggest online casino today. And this online casino declared a gross revenue of 2.6 billion in 2022. Now, that doesn't mean the CSGO websites are grossing more, but it's a great element to put things in perspective. You heard about CSGO, you heard about gambling, you might think we are talking about a niche, but are we?
These websites are present everywhere and at every level of the industry. It doesn't matter where you look, you will be exposed to some kind of promotion for sure, and I can show this to you. I've collected data on Twitch. This is the top 300 CSGO streamers since the beginning of this year, ranked by watch time. It is quite a painful process, but I went where you Ich glaube, ich habe mich da gesehen. Warte mal. Exposed to some kind of promotion for sure. Ich will wissen, welchen Platz ich habe. I've collected data. Irgendwo habe ich hier Trilix gesehen. Da! Platz 32 bin ich nur. Scheiße. Aus Montana Black ohne Pixel. Anomaly, Olaf Meister. Ganz viele kenne ich gar nicht. Simple. Ah, Monisi, Smuja, da müsste noch mal ein bisschen mehr streamen, ihr Snacks. Platz 32. Ja, wobei 31, weil hier oben steht 1. Okay, ja, nehmen wir mit. Fell off, ja. Ja, Monisi, Smuja. Ja, da kann man. Das Simple holen wir uns auch noch. Data on Twitch. This is the top 300 CSGO streamers since the beginning of this year, ranked by watch time. It is quite a painful process, but I went and I checked how many of them are promoting that kind of stuff. Out of 300, 226 are currently sponsored by at least one of them. Some have up to 5. We are looking at 75%. Out of 4 streamers, 3 are currently promoting these websites live on Twitch. By the way, Twitch TOS are explicitly forbidding you to promote affiliate codes and links to sites that contain slots, roulettes, or dice games. And also mentions that for a gambling website to be allowed on Twitch, they take into account a US license and sufficient consumer protection. I have reached out to Twitch for a comment, but they denied. Ja, YouTube is a bit harder to analyze, but I found that 80%... Oh mein Gott, wo bin ich auf YouTube? 36 nur? Scheiße. Ja, das ist alles weg. Platz 36. Scheiße. Ja, okay. Ja, es reicht nicht mehr. So, nächste Woche gehen wir auch rein. Roll, Hellcase, alles. Läuft nicht mehr. Nicht mal mehr Top 20. Ich breche jetzt auch ab. Of the creators uploaded at least one video or one integration inside the video to promote one of these websites since 2023. By the way, YouTube TOS are explicitly forbidding you to promote links to online gambling as well as any promotion to online gambling that doesn't have the Google certification. And now here's a fun fact. During the making of this video, I have uploaded a small segment so that the lawyers could watch it for me. YouTube flagged that segment for promotion of unregulated gambling and they have applied a lifetime warning to my channel for promotion of unregulated gambling on a video I am making to educate the people about that. It's been something like a month now and I don't think it's gonna go away, but you know, YouTube whatever. doesn't give a shit. So Twitch, YouTube, now what about esport? A lot of pro players are also sponsored by them. You will find teams and even HLTV, which is the website everyone uses to keep track of those matches. We've just had a major in Paris, a Valve sponsored event, but we could find some sponsors on the jerseys of the players, some of which even have CSGO in their name. So if we zoom out, we are in a situation where if you're watching streamers on Twitch, almost 8 out of 10 will send you there. If you're watching YouTubers, 8 out of 10 will send you there. And if you're watching esports, it's everywhere as well. So das ist schon krass. Ich gucke ja selber keine Streams so richtig aktiv, ne? Dass es auf YouTube viel ist, war mir klar. So gerade bei den großen YouTubern, auch international auf YouTube. Da sehe ich es ja selber. Auf Twitch gucke ich fast gar nicht. Aber dass das da auch so viel ist, hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. It's everywhere as well. So we can agree on saying that these websites... Kannst du das deutsche Subtitles anmachen? Muss ich refreshen? Subtitles? English? I think I have to refresh. 737. But we could find some German. Okay. Sponsors on the jerseys of the players, some on Twitch. Almost 8 out of 10 will send you there. If you're watching YouTubers, 8 out of 10 will send you there. And if you're watching esports, it's everywhere as well. So we can agree on saying that these websites... The auto-generated subtitles are actually good, Jeff. ...have become central to the industry. It doesn't matter where you look, you will be exposed to them for sure. I have not introduced the main players yet, so here's a quick overview. Here's one of them. This one is very popular. For the first time, I will log into the website. So first of all, I click on sign in. I agree, of course. Sign in through Steam. Sign in. Alright, and just like that, I'm already in. Now you see, they have what they call cases, and they all have a price. If you want to open them, you have to deposit. So, refill. I can deposit with credit card, paysafe card, PayPal. Oh, ich habe gerade einen Raid bekommen, gar nicht gesehen, sorry.
Die Peets haben reingeratet. Vielen, vielen Dank, grüßt euch. Wir schauen uns gerade ein Video von Hanhunganyer an zum Thema illegales Gambling auf externen Seiten zu CSGO-Skins. Genau, das schauen wir uns gerade an. Seid ihr zum guten Zeitpunkt gekommen. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Pete's Meat. Was habe ich? Peters Meat gesagt oder was habe ich gesagt? Ach, wie war der Name? Ja, Hanhunganyer halt. Na klar. Der heißt nicht Jeff, der heißt Hanhunganyer. Der hat mir damals schon gezeigt, wie man den Namen spricht. Ihr Idioten. Der heißt nicht Hanhunganyer, der heißt Hanhunganyer. Der heißt halt so. Das kann ich doch nichts für. PAL, crypto, Google Pay or even CSGO skins. In which case they will credit my account with the value of my skin. If I click on this button, I'm gonna spend $6, something's gonna spin, and this is the odds inside the case. Alright, click. I've got myself $3. Now I can either sell it right away and get the balance back or gamble it again. Everything is designed to facilitate the gambling of your winnings. When I click on upgrade, I am sent here. This is what I've just unboxed. Now I select on how. Okay, guck, das haben die mittlerweile wenigstens eingeführt, die Seiten, dass du deine Chancen siehst. Das war damals bei Drake Moon am Anfang, wenn es überhaupt noch danach kam, halt nicht der Fall. Da stand nicht dran, wie die Chancen sind. Risky I want it to be, let's say 2x, and I have 43% chance to double it. Oops. Well, I've lost everything, but at least I'm getting better. Near miss. Yeah, once again, I was very close, but not quite. So how much is that sold for? $1? Jeff, was your video demonetized by YouTube for this? For showing all this even? I'm sure this will be demonetized, right? So this is one of them, but there's many more, and they all have their own differences. Some will allow you to cash out in skins, some will allow crypto, some of them only have cases, and some others have other stuff like roulette, plinko, crash, mines. Essentially, they have a whole variety of game modes, which as far as I can tell, I would describe as gambling, which actually raises the question, what is considered gambling in the eyes of the law? My name is Michele Magro. I'm a regulatory lawyer from Malta. I spent 9 years working with regulators, especially the Gambling Authority in Malta. Michele worked 9 years at a gambling commission, and through his work he has become very knowledgeable on what's happening. But now it seems to be holding up, considering Google Ads show as for Skin Club during the video. Great. Happening around gambling regulations. Traditional definition is that gambling normally consists of 3 parts. Right, which is the consideration. So the consideration is that you're staking money. You're basically putting money on the line. Okay. The second part is the element of chance. So basically, there's a random event. Third one is prize. Right. So basically, you're getting something back of monetary value. So in the case of CSGO websites, am I fulfilling those 3 things? Consideration? Yes, I am depositing money. Chance? Yes, I can even see the odds. And the price? Well, yes, and I can even cash out in crypto for some of them. Yet somehow they are telling me that they are not gambling operations. If I have a license, if my website is licensed, am I obligated to show it on the website? Does it have to appear somewhere? Yes, most European countries have very specific rules about. Can I move the subtitles? Oh yeah, I can. You know, showing your license on your website. If I'm on a website right now and I do not see any kind of license being shown, is it safe to assume that they don't actually have any license? It's quite safe to assume that they do not have any license, yes. Oh boy. When I started to look for offers, I asked those websites to fill a form so I could learn about their licenses, their practices, and essentially how they operate. As you might imagine, gambling, much like alcohol or cigarettes, is heavily regulated. You can't just do anything with it. There's a lot of rules that exist in how it's promoted and how it exists in the first place. Of course, I knew that some of these websites will be the shadiest that exist. But I would just imagine that they're not all the same, you know, like if they work with so many big names and big orgs in the scene, it has to be within some kind of regulation. Surely, you cannot run an international gambling operation without any kind of license. I hope you would agree with me there. So I had to document myself on what a legal practice looks like.
So there is normally a body, usually government-run, that basically makes sure that you're complying with the law that applies to gambling companies. For example, in some countries, you are required to connect directly with an IT system owned by the government, where basically every data that passes through your system is actually sent to the government. There's no worldwide or EU regulation, which is why different countries have different rules. But in every case, these rules are making sure that the Why is Switzerland totally in the white? Am I free to gamble and promote gambling over here, Jeff? Nicht EU, ja. Oh nein, da schreibt jemand European. Da steht European, da steht nichts von EU. Manche Leute verstehen nicht, dass EU und Europa nicht das gleiche ist. Aber das ist nur EU-Data. Okay. Aber da steht nicht EU Online Gambling License and Regulations, sondern European. Falls das jemand von euch wirklich nicht weiß, die EU ist nicht Europa. Die Schweiz ist nicht in der EU, aber die Schweiz ist geografisch in Europa. Das sind zwei Unterschiede, um Himmels Willen. Wenn ihr das nicht wisst, bitte, recherchiert, bitte. The gambling operator provides a sufficient effort to filter their customers. Now I'm asking you. Aber Moment, da stand auch UK drin. UK ist auch nicht in der EU. Also irgendwas ist hier. Und was mit Luxemburg? Da kann man Monopoly spielen. Ah ja. Ah nee, in Norwegen. Achso, das ist auch 2021. Ja, okay. It's a sufficient effort to filter their customers. Now I'm asking you, do you believe a Steam login with no registration qualifies as a best effort? You have responsible gambling requirements, where basically the operator is required to analyze the patterns of your gambling behavior and react accordingly to how you are betting. So if they detect that potentially you have a gambling addiction, for example, some triggers might be that you're chasing your losses. So you deposit 50 euros, you lose your money instantly, you deposit another 50 euros because you're trying to win them back. That's called chasing your losses. So that is something that a gambling operator, a licensed gambling operator, should make sure to detect, so they can take action to stop you from playing further. They have to analyze how you bet, how you deposit, how old you are, what time of the day you normally play. And there's a lot of triggers that could make them block your account to make sure you are gambling with money you can afford to lose. Essentially, they are held responsible to protect their player base from the product they are selling to that player base. Ich war noch nie auf irgendeinem normalen Online-Casino, deswegen wusste ich nicht, dass das so krass reguliert Different ist. regulations actually have different ways on when KYC should be performed. Proper term is verification. So basically you put in your details and your details are verified against government-issued documents. In most regulated countries, because verification takes place at an early stage on registration, then basically someone who's under 18 basically has very little chance of actually accessing the website. To make this easier for you, I've made this map. If you live in a country that is blue, a legal operator will be forced to ask and verify your identity upon registration. It can be passport, EID, fiscal number, or anything that will prove your identity and thus your age. And this will have to be verified before you get to access the website. Then there's also the elephant in the room, which is taxes. If you're an online gambling operator or a gambling operator in general, you're normally asked to pay GGR-based tax. So that's taxes, additional taxes on your revenue. In some countries, this can go up to 30% of your GGR. There's rules on how you advertise. There's rules on how you issue bonuses. And if unregulated gambling companies, violate these rules, there are no consequences. No consequences? That seems like an enticing reason to not bother doing things the right way, don't you think? Does that mean they are operating illegally? I will leave this conclusion to you. As for me, I kept looking for clues deeper and deeper because I would find it genuinely hard to believe that 80% or more of... Was? Long story short for Switzerland is that you can only have an online license if you also have a physical inland casino. Ah, okay, I see. Also man muss in der Schweiz schon ein physisches Casino laufen haben, damit man ein Online-Casino starten kann. That's auch good to know. Every creators and companies in the scene are promoting unregulated gambling. My name is Daniel Lehman. I'm an esports lawyer in Denmark, based in Denmark, also a Norwegian lawyer. I work within tech, esports, IP, and marketing. I advise
players, organizations, tournament organizations, investors, sponsors, like the full circle all around. And I've also worked with several esports organizations who was asked by betting companies to be sponsors. So I have insight of this world. In Denmark, we have this called the Danish Gambling Authorities. You must obtain this license from, it's called Spilmyndighederne, but the Danish Gambling Authority. And if you don't have the license, then you wouldn't be operating legally in Denmark. Like one of the things you have to make sure of as a content creator is this, you wouldn't be operating legally in this world. In Denmark, be sponsors. So I have insight of this world. In Denmark, we have this called the Danish Gambling Authorities. You must obtain this license from, it's called Spilmyndighederne, but the Danish. If you know what a döner is? License. You know what a döner is? Inside. You've lived in Germany. Of this or world. Close to Germany. In Denmark, we have this called the Danish Gambling Authorities. You must obtain this license from, it's called Spilmyndighederne. You need to buy a Spillmann döner? Where can I get that döner, man? I miss a good German döner for real. Well, if it's that easy, tell me where a fucking Spillmann döner is. Where do I need to go? Where can I get a Spillmann döner? Okay. But the Danish Gambling Authority. And if you don't have the license, then you wouldn't be operating legally in Denmark. Like one of the things you have to make sure of as a content creator is this online casino actually licensed by the Danish Gambling Authorities? Not a single one. Okay. If they're not licensed, then you have a huge problem. So you're actually part of this illegal promoting of online casinos that is definitely not allowed in Denmark without license. So that will be illegal for you to do, and you will also be fined personally. Some will allow them to exist if and only if they have a country-delivered license. So to service these countries, you must have a license delivered by this country specifically. Now, of course, you're not trying to be an expert in gambling regulations, so let me show you this map and oversimplify it for you. It shows the gambling licensings in Europe. Gambling is a broader term and includes poker, betting, and online casinos. Everything in green here means that for you to service any of these countries, you will have to submit to each one of their licensings and respect their different set of rules. And in some cases, while betting is allowed, online casino might not be. Je suis maître Paul Le Tartre, je suis avocat français au barreau des Hauts-de-Seine. Je travaille principalement sur des sujets liés aux données personnelles, contrats informatiques et tout ce qui est questions juridiques relatives aux nouvelles technologies et à l'e-sport. La loi française, elle est vraiment très claire sur ce point. C'est que quiconque fait de la publicité par quelque moyen que ce soit en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard, non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou d'un agrément, est puni d'une amende. Schaut lieber die englischen Subtitles hier oben. Die sind, finde ich, leichter zu verstehen als die deutschen. De 100 000 €. Cette publicité, même si c'est fait à travers des liens d'affiliation ou des liens de parrainage, elle est interdite. For now, the situation seems very simple. If you don't have the country-delivered license, you are not allowed to service and advertise in this country. But you can access the CSGO websites from most, if not all, the countries. So what the hell is going on? Well, it turns out that, allegedly, they might not be registered as online casinos after all. So this is CSGO Roll by traffic, currently the second biggest CSGO marketplace. Das ist so krank, that's ne? their Twitter bio. By traffic, currently the second biggest CSGO. Dass du da einfach die Fressen von Nico und Monacy siehst, ne? Direkt oben auf der Seite. Also G2 hat ja auch Hauptsitz in Berlin. Dass die das gemacht haben, ist so geisteskrank. Also ich finde hier, ne, hier so Badway und so ist eine Sache, ist halt auch nicht schon geil, so Sportwetten, ne? Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also das fand ich auch krank, ey. Marketplace. Auf dem Jersey ist auch, that's their Twitter bio, and in fact, if you go on CSGO Roll, the website will redirect you to the marketplace. So, fair enough. Und dann das Announcement-Video mit Monacy, der gerade 18 Jahre alt ist. Dann nehmen die von allen Spielern, den Monacy, der gerade erst 18 Jahre alt geworden ist. Das ist so krank. Just to make sure, I created a Steam account called IM14, by the way, and I logged on CSGO Roll. I used their marketplaces feature, and I asked their support if CSGO Roll is a gambling website, to which they replied, hey, CSGO Roll isn't recognized as a gambling website, it's a skin trading platform. So let's zoom out for a second to make... Okay, ach, das habe ich die ganze Zeit falsch verstanden. Das ist gar kein Glücksspiel. Die ganzen Streamer, die das bewerben,
Die bewerben eigentlich Trading-Seiten. Da kann man nur Skins traden. Alter, ich dachte die ganze Zeit, das ist Gambling, was die da machen. Das sind Marktplätze und Trading-Seiten alles. Oh mein Gott, ja, okay, ich bin der Dumme. Ach Gott, bin ich doof. Make sure we are all looking at the trading features of the trading platform. What is this thing? Alright, let's see. Okay. I guess I won. So I asked, does that mean the service provided by CSGO Roll is not gambling related? They took a while to reply and they said CSGO Roll is strictly recognized as a skin trading platform. Ja, they didn't even worry about the fact that my account was created the day before and it was called IM14 by the way. But to be fair, why would they worry about this if after all they are a skin trading platform? CSGO Roll currently sponsors G2, one of the biggest esport organizations, and as such, CSGO Roll was also present at the major in Paris. So how does a strictly recognized as a skin trading platform advertises in Paris? By putting a slot machine. Hosting and providing online gambling comes with a ton of regulations, from AML to player protection, players verification, KYC, taxes, and on top of it, you're not even able to provide service to every country unless Da konntest du beim Major konntest du an der Maschine auch deine Skins traden, konntest du die. Wo ist es? Recognized as a skin platform machine. Ja, da, sieht man ganz klar. Er hat da die Skins getradet hier, hat er getradet. Er ist da hingegangen, hat seine Gloves reingesteckt und hat die wieder rausbekommen. Da wurde getradet an dem Automaten. Also wer anderes behauptet, ist aber, also der sieht auch nur das Schlechte auf der Welt. Wer da was anderes als Tauschen sieht. Hosting and providing online gambling comes with a ton of regulations, from AML to player protection, players verification, KYC, taxes, and on top of it, you're not even able to provide service to every country unless you have a license in each one of them. Now you ask me, that sounds like a pain in the ass. So what if there was a way to provide the same service, but get rid of those annoying obligations? So yeah, I mean, I'm happy to answer any questions. I've done this for Train and a few others, just answering, I guess, our perspective, at least from the business side. And I have no issue with being recorded. I want to make that das ist jetzt ein Owner von der Webseite. Meet Hobbs. He is the owner of Clash.gg. His identity will remain anonymous for obvious reasons. Hobbs has a different approach to this. While every other website that I've contacted ran away from me like the stinky French boy I am, Hobbs reached out so we could have a chat. He agreed to be recorded and to respond to my questions. Gaming law, especially international gaming law, is so complicated and there's so many different ways that you can interpret it. For example, specifically, Clash itself is not considered a casino. We are not considered an online gambling platform, right? We're technically a sweepstakes site, which allows us to operate within the U.S. Yeah, that's in the U.S. I'm happy to send you our EU legal opinion as well, that shows exactly where we stand. Put them out there; they can receive scrutiny. We're extremely confident in their validity. So to break it down for you, according to the owner of Clash, Clash.gg is allowed to exist because it isn't a gambling casino. Because every 30 minutes, free coins are handed out to everyone present on the site. The players can access the entirety of the website for free. There is no obligation to deposit, thus they are not a gambling operation. You pay the price for that, definitely. We give out tens and tens of thousands of dollars that comes out to hundreds of thousands of dollars a month to the players, but it allows us to be not. Okay, habt ihr verstanden, ne? Also du kannst, die geben auf der Webseite Münzen aus, die generieren, wodurch jeder, wenn auch in kleinen Maßen, umsonst da schicken kann und dadurch sind die zumindest auf dem Papier kein Casino, weil du auch nicht monetär dort spielen kannst. Also es sind halt diese Loopholes, die aber am Ende halt keinen Unterschied machen. Das ist Pocket Change für die, ja. Also so schaffen sie es, sich halt am Gesetz vorbeizuschlängeln. To not be a casino in the eyes of the law. That's what to me looks like a loophole, like actually a crazy loophole. That just because you have like a free feature that eventually gives out a few cents every now and then, you are allowed to get away by saying you're not a gambling, even though that's what we've been discussing so far. You are a gambling casino.
Like we aren't under the eyes of like. Yeah, like I understand like the legal stance is that you guys aren't, but like that's what doesn't make sense to me is how it's so obvious that it's a loophole, you know, it's a technicality, and not just Clash, like everybody else is with their marketplace bullshit as well. It blows my mind that there's no organization, no regulation, you know, that das ist zum Beispiel neu für mich, weil ich bin halt nicht auf den Seiten. Part of the way you got to see nicht auf den Seiten, deswegen wusste ich gar nicht, the law was written. Like it might be a loophole, but this has existed for a long time and is the way the law is written to allow for like sweepstakes opportunities for like people like, for example, like you can win this car for free in an ad. You know what I mean? Like, like just by texting so and so to the number, blah blah blah. Like that is free entry, and then like down the line you might have a better chance if you go into the dealership and you buy so and so. Ja, aus der Business-Sicht ist es halt ein smarter Move halt, aber das ändert halt nichts an dem Problem. Themselves have been used for decades, right? Okay. To facilitate this type of chance-based play. Some will say they are marketplaces, some will say they are skin trading websites, and some will say they are free-to-use websites. My point is that none of them is actually saying that they are an online gaming platform for a reason. And mind you, we've talked about Clash or CSGO Roll, but I need you to understand I am targeting the system as a whole. Yes, we talked about CSGO Roll because their sponsorship with G2 put them on the front row, and we've talked about Clash because the owner was willing to talk to me, which again I respect. But the point I'm making here is that we should not be focusing on one or two websites specifically. I could have picked anyone on that list and the same could have been said. Not a single one of them is currently... I could have picked anyone on that list and the same could have... Was sind denn das für Webseiten hier unten? Also hier, ne? Okay, so alles schon mal gehört. Dann kommt aber einfach CSGO und Hot Pizza. Was sind denn das für Seiten? Also die habe ich auch noch nicht gehört. CSGO und Hot Pizza. Da schicke ich raus. Ich dachte keine Pizza. Stell dir vor, du gehst auf die Seite und denkst, du hast richtig Hunger, du willst eine leckere Pizza bestellen und sind deine Skins auf einmal fort. Honestly, CSGO is worth a watch. Single one of them is currently showing a valid gambling license, not a single one. In the case of, I believe they have a Curaçao license. Does that mean with just this license and this license alone, they are, you know, allowed to exist and service every country? Unless there is literally no laws in the country. Gambling law generally applies country by country. So if the Netherlands write a law on gambling, then whatever happens to Dutch customers would be subject to Dutch law. So if Dutch law says you need to have a Dutch license, then a Curaçao license would not be sufficient to accept Dutch customers. Look at this one here. It doesn't even have cases. It's a website where you log in with your Steam account, deposit with the usual payment methods, but you can also use crypto and CSGO skins. I mean, it's called CS Fail, so you can expect what you get. At least they are honest with their choice of, with their brand choice, or the choice of their brand name. CS Fail. And then you can gamble with the money you deposited. You have the classic roulette, a bigger roulette, some kind of jackpot, mines, etc. And it's not so much relying on the CSGO skins. I am depositing dollars, I am gambling dollars, my winnings are shown in dollars. But then, if I want to cash out, I can only do it in CSGO skins. And today, it is crazy to think about, but almost 8 out of 10 of every content creators in the scene are promoting websites like that to any kind of audience. Okay, if you are a gambling operator, you are forced to verify the identity of every customer you service. That's a problem, and on top of it, you are losing out on a lot of customers. That being said, if you are an exclusively recognized as a skin trading platform, you no longer have to filter your customers, everyone is welcome in. So, do you have a Steam account, and are you able to click on a box? Great, that's all you need. To the question, how old were you when you first gambled in CSGO, 70.8% of you were underaged. This isn't coming out of nowhere. Let me show you how easy it is. Okay, let's go. To prove my case, I have created a brand new Steam account, and because I'm fair, I called it I'm 14, by the way, to make it very obvious and easy for them. So now I want to gamble, and it turns out I am 14, which, saying this out loud makes me realize that it's not even half my age now.
I will begin by Keydrop, currently the one with the most visits. By themselves, they represent 35% of the entirety of the traffic generated by the CSGO website. In fact, they have a very aggressive marketing strategy right now, and this is why 25% of the top 300 CSGO streamers are directly sponsored by Keydrop. With an average player... Heißen die Key-Drop oder Keydrop? Drop? Mal kurz in meine Mails. Keydrop habe ich doch auch schon viel bekommen. Weil wahrscheinlich finde ich die nicht alle, weil die... hier habe ich eine. Operation Proposal Keydrop. I hope this email finds you well. First of all, I'd like to present myself. My name is Barbara and I'm CEO of Marketing and Influencer Agency. I'm looking for influencers for my clients, Keydrop, Farmskins and CSGO.net. Die hätte ich mal alle, ich hätte das mal alles aufheben sollen, wie damals bei Hellcase. Wo mein ganzes Mail-Postfach nur voll war. Bei Keydrop habe ich jetzt nur 5 Mails gefunden. Das habe ich, glaube ich, gelöscht. Player account showing between 15 and 20,000 players at the same time, I am able to log in with just my Steam account. Keydrop, please confirm that. Yes, I am 18 years old, of course. Sign in. I am 14, by the way. Right after, I am linked to a deposit page where I can either pay by skins or put my credit card. I decide to use my credit card because the skins will be too easy for sure. There goes 50 euros, and just like that, I am 14, by the way, is allowed to get in. It took me 2 clicks to log in, 5 to deposit, and that's it. Within just a few minutes, most of it is gone because I'm not lucky with my trades, and when I try to cash out what's left of it, I see a pretty catchy design. I would typically put my trade URL and then press the green button, but that green button is here to tell you you can open a free case if you change your Steam profile picture to their logo. That way you will promote them to your friends on Steam, and if you do, you can come back every day and open a case for free. Obviously, these cases are abysmal and they got me like 5 cents. But the point is to get you to come back. The more you do, the more likely you are to deposit again. So I've tried some others, and all I have to do is to sign in through Steam. I don't even have to create an account, and they all have a ton of payment methods to make sure I can deposit. Have a look at the typical experience. Top right corner, sign in through Steam, and now I have to click on 2 little boxes. And that's it, I am in. Now I get to enjoy the many features of the site, just like my favorite pro player or YouTuber showed me. And if I don't have a credit card, no problem. I can use my CSGO skins or PaySafe cards for some of them. I can log into any of these websites with my freshly created... Aber bis du 16 bist in Deutschland oder 15 oder so, kannst du auch easy für 50 Euro überall eine PaySafe-Karte shoppen. The I am 14, by the way, Steam account. Are we really going to pretend that putting a plus 18 over there is enough to prevent the young one from accessing the website? This is a roulette, literally the symbol of online casino and gambling. Now look, I'm gonna Google casino. What's the first thing I see? A fucking roulette! But the website providing it is not a casino, or at least not regulated like one. So all the kids are welcome to taste some roulette, and again, if you don't have a credit card, that's not a problem. Generally though, their UI is garbage. It is cramped with moving stuff everywhere. Kannst mit 14 auch Tausender holen. Also ich weiß noch, dass ich mit 15 zum Mediamarkt gegangen bin und mir damals den neuesten iPod holen wollte. Und der hat irgendwie, weiß nicht, über 100 Euro gekostet oder so. Und dann hat der Verkäufer mir gesagt, ob ich einen Ausweis dabei hätte, weil bis 15 oder bis 16 darf man nur bis 50 Euro Sachen kaufen. Da hat wirklich der Mediamarktverkäufer das gecheckt. Da habe ich gesagt, ja, bin ich. Da war ich 15, ich glaube 3 Monate später wäre ich 16 geworden. Da hat der gesagt, ja, wenn du nicht dabei hast, können wir auch easy deine Eltern anrufen, das telefonisch klären. Ich habe meinen Eltern aber nicht gesagt, dass ich vorhab, mir einen iPod zu holen. Dann habe ich gesagt, ja, nee, die sind gerade arbeiten, die haben ganz wichtige Termine, ich gehe kurz nach Hause und hole meinen Personalausweis. Habe ich dann nicht gemacht. Dann habe ich mir einen Fake-iPod geholt am nächsten Tag beim Mediamarkt für 43 Euro, der nach einer Woche kaputt war. Habe den dann zurückgegeben, bin mit meiner Mama dahin gefahren und habe mir einen richtigen iPod geholt. Taschengeld gesetzt, ja. Also ich glaube auch nicht, dass du mal easy für 1000 Euro PaySafe-Card shoppen kannst an der Tanke. Where showing you what other players have won in real time. This one is about pizzas somehow, and this one plays epic music whenever I open stuff. So this is the kind of stuff that 80% or more of every creators in the Steam are promoting.
What year is this? Und er wird abgeschossen und liegt tot. Ach du Kacke. Their favorite pro player aspiring to become one. You have an influence on people. Some look up to you. Ich glaube, ich habe so außerdem vorgespult. What year is this? 2015? Guck mal, Game einfach abgeknallt. We know the esport demographic is very young. How many of them are watching their favorite pro player aspiring to become one? You have an influence on people. Some look up to you. So when you promote a website they can access with just their Steam account, no ID verification, and you have a promo code that might give them stuff for free to get them hooked, are you really going to sit there and tell me that you really believe they won't partake? Because of what? You've put a plus 18 in the corner. Some of you don't even bother putting it. Counter-Strike, what the fuck is going on? What are we doing? Have a look at this conversation with one of these websites. He's saying that they aren't gambling, but case opening, which is literally gambling, and then goes on to say that they don't need to KYC because it's not regular practice, so doing it would make them lose money because no one else does it, so they don't do it either. However, in case of withdraw, especially a big amount, yeah, at this point they will have to worry about who you are and they will ask you to verify your identity. You know what? Sure, you can come in and gamble, no problem. You keep on losing, no problem. But if you try to withdraw, especially a big amount, yeah, at this point, I'm gonna have to make sure that you were allowed to gamble in the first place. And you're telling me this like it's a good thing? Hello? Now look at this other one. When I asked them for their KYC practices, he doesn't even... Er wusste nicht mal, was Confirm Your Customer ist. KYC is RTP, correct? Know what KYC is. He's asking me if it's RTP or KPI, which are two separate things. But most importantly, KYC is like the most basic thing. Everyone knows what KYC is, especially in your work around gambling. This is the kind of self-regulation we have allowed to exist. This is the kind of brands and practices you are proudly endorsing and you put your faces next to their logo. Online gambling already exists within some kind of legal frame. You could promote some form of gambling which is regulated and legal. But why don't you? Because they don't pay nearly as much. That's simple. And one of the consequences on the business side of things is that you have ruined the party for everyone else. How many times have you heard that it is hard to find a sponsor for CSGO? Yeah, well, there's a reason. Legit brands have been pushed away from the market as a byproduct of this. Think of it this way. If you're getting paid €15,000 per video from a CSGO gambling website, and then you receive an offer which is 5 times less from something else, Das ist sogar sehr akkurat für meine gesponserten Videos. Das ist wirklich so. Also 5 bis 6 meiner Partner könnte ich mit einer einzigen Gambling-Partnerschaft abdecken. Für ein Video auf meinem YouTube-Kanal, den deutschen YouTube-Kanal, kriege ich so zwischen, wenn es ein komplett gesponsertes Video ist, man darf natürlich keine genauen Zahlen nennen, weil das ja immer vertragsgebunden ist. Aber es kam ja in den letzten 2-3 Tagen ein gesponsertes Video zu einem Spiel, was jetzt nicht CSGO war aus meinem Kanal. Da sind die Raten immer so zwischen 2 und 4K bei mir. So, aber durch ein Gambling-Video, was um ein Vielfaches weniger Aufwand ist, könnte ich locker das 4- oder 5-fache bekommen. Wenn nicht sogar mehr mittlerweile bei ein paar Seiten. Also die Ratio ist da schon krass. Ich glaube, also wirklich, ich könnte einen einzigen Gambling-Partner haben und auf Twitch auch. Und ich könnte alle meine anderen Partner, die ich aktuell habe, alle in die Tonne treten. Weil der eine Partner deutlich mehr zahlen würde als die alle zusammen. Das ist halt echt so. Und das ist geisteskrank, was da für Summen ausgerufen werden. Das ist krass. How much time will it take you to make the decision? Multiply this by thousands of creators and you have an inflated bubble where if you want to target the CSGO player base, you will have to pay 5 times the usual price. So if legit brands wanted to stay competitive, they would have to pay way too much for this to make sense, and eventually they went away one by one. And that's why over the last couple of years, this has been pandemonium. If licenses force you to verify the identity of the players at registration, it's game over for underage gambling. And as you're about to see, it is a real problem we are having in Counter-Strike. That's okay. Okay. Totally. So, you have my permission. Like, I didn't stop. That didn't matter if I won or lost. I just wanted to be happy. It sounds wrong, like be happy. I want to be excited. You know, I was feeling. Yeah. But in a 12-year-old's mind, a knife is a knife, and like I have a big chance. 12 years old? Yes. I was 12 when I got introduced to this.
It's 12-year-old mine. Ja, das ist halt keine große Überraschung, ne? Also, wenn man gerade gesehen hat, wie leicht das ist, auf den Seiten rauszuschicken. Ich weiß ja, ist es bei Steam schwerer, eine Kiste aufzumachen? Wird auf Steam überprüft, wie alt du bist, wenn du deinen Account erstellst? Gut, aber wenn du einen Steam-Account hast, wenn deine Mom dir einen Steam-Account für dich gemacht hat, bist du damit nicht nur bei CSGO Ingame-Kisten drin, sondern automatisch halt auch auf den externen Seiten, wo du halt mit einem Mausklick $500 direkt raushauen kannst, weil wir haben ja gerade gesehen, wie einfach man sich da einloggen kann. Was like, there is so much bigger chance of winning. Brauchst halt nur Guthaben. Da habe ich letztens auch ein Workaround gehört, wie das wohl Kids machen, die fett rein gambeln. Die lassen sich von ihren Eltern ein Spiel kaufen für Steam für 60 €, nutzen die Refund-Funktion von Steam, womit die das Geld auf ihren Steam-Account gut geschrieben bekommen, die 60 €, und damit können sie dann halt schicken. On these websites, then there is. Habe ich letztens auch zum ersten Mal gehört. Habe ich nie dran gedacht, dass das goes, right? Because then I spend more money. One time I hit big, and then you know I just get dopamine in my brain, and then I'm like, oh, I gotta go again, and then it starts. Then it's a cycle, and it keeps going, you know. And obviously you're gonna lose, but it's like you're chasing this dream. As a 12-year-old, you don't understand this, right? Like you just want to win. Ja. Welchem Video waren denn deine erste Gambling-Videos damals? Die CSGO-Handpartnerschaft, die hatten wir 2016. 2016 müsste das gewesen sein. Vielleicht spät 2015. 2014 gab es das, meine ich, alles noch nicht. 2015, 2016 war das. Ich habe aber nie ein Video zu CSGO-Hand gemacht. Das war immer auf Twitch die Partnerschaft. Da könnt ihr auch die anderen Jungs von Schweine fragen. Und auch Tweeday. Wir wurden von CSGO-Hand auch sehr, sehr lange Zeit komplett abgerippt. Wir haben $400 in Skins pro Monat bekommen. Unser Deal war das, weil wir auch keine Ahnung hatten, weil wir auch dumm waren. Wir haben $400 in Skins pro Woche bekommen, die wir durch 5 geteilt haben, die $400. Die $400 mussten wir in 2 Streams pro Woche rausschicken. Und wenn wir was gewonnen haben, durften wir das behalten. Es gab auch teils 3 Wochen in Folge, wo wir gar nichts gewonnen haben und quasi 3 Wochen umsonst Werbung für Hand gemacht haben. Bis dann irgendwann, vielleicht erinnert er sich auch noch dran, den könnt ihr auch mal fragen, Tweeday mit mir quatschen wollte, der mich dann zur Sau gemacht hat, was wir für scheiß Vollidioten sind, weil er auch mit CSGO-Hand ins Gespräch wollte. Er denen dann einen für damalige Verhältnisse realistischen Preis gesagt hat für eine Partnerschaft und die ihm gesagt haben, Alter, bist du dumm, warum sollten wir dir das geben? Team Schweine-M kriegen wir für $400 die Woche. Ja, und da hat er uns zur Sau gemacht und gesagt, was wir für dumme Bastarde sind, dass wir allen anderen Content-Creatern damit schaden, weil wir uns so lowballen lassen. Aber also wir hatten halt keine Ahnung. Wir haben da auch Twitch und wir haben da ein Jahr lang vielleicht Twitch gerade gemacht. Ne, in unserem Kopf war es so, Alter, geil, jeder kann in der Woche für 80 € for free auf CSGO-Hand rausschicken und vielleicht was gewinnen. Aber dass wir uns da eigentlich gerade komplett abrippen lassen, wussten wir erst, als Tweeday uns dann aufgeklärt hat, tatsächlich. Ja, also bei Hand wurden wir gut abgerippt vom guten Danny Dan. Und was für mich ja auch immer ein großer Faktor war das Thema Affiliate. Das gab es bei Hand auch nicht. Also mit Sicherheit. Und das haben wir damals ja auch gesehen. Und wie gesagt, das ist auch keine Partnerschaft, auf die ich im Nachhinein stolz bin. Und wenn ich jetzt nochmal ein Angebot von Hand bekommen würde oder es rückgängig machen würde, würde ich das natürlich rückgängig machen. Aber bei Hand gab es zum Beispiel kein Affiliate-System. Was für mich halt einer der Riesenfaktoren ist, warum ich nie was mit einer Case-Opening-Seite machen würde, wie es jetzt der Fall ist. Weil es ist halt in deinem Interesse, dass deine Zuschauer ihr Geld da verlieren, weil du daran verdienst. So, und bei Hand haben wir ja auch mit Sicherheit Skins von Zuschauern gewonnen, wenn wir einen Topf gewonnen haben. Also das ist klar. Ne? Da wurde ja alles in einen Topf reingeschmissen und wenn du gewonnen hast, hast du gewonnen. Wie gesagt, das ist meine dunkle Gambling-Geschichte. Ich habe aber dann irgendwann Ende 2016, wie gesagt, Alter, da hast du dann nach den ganzen Skandalen mit T. Martin und Phantom Lord und wie sie alle hießen, ein paar mehr Gedanken drüber gemacht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben uns da keine Gedanken drüber gemacht. Das war neu, das kam raus hier, die CSGO-Jackpots. Also ich weiß nicht, wer sich noch an die Zeit damals dran erinnert, da hat sich kein Schwein darum geschert. Das war wie eine CSGO-Kiste damals aufmachen.
ich kann mich nicht an eine einzige kritische Stimme damals erinnern, dass irgendwer damals gesagt hat, Alter, das Glücksspiel gerade, da verlieren Leute ihr Geld, denkt da nicht mal ein bisschen drüber nach. Und ganz ehrlich, wir haben da nicht drüber nachgedacht damals. Das war auch eine ganz andere Zeit. Das kam neu raus, das war spannend, das war geil, da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Das war dumm, da hätte man sich auf jeden Fall mehr Gedanken drüber machen müssen. Der Groschen ist dann bei mir leider zu spät gefallen, ist aber mittlerweile auch 6 Jahre her, dass der gefallen ist. Und seit 6 Jahren habe ich dann gesagt, nach den 1,5 Jahren, wo wir CSGO-Hand als Partner hatten, dass das vielleicht alles nicht so nice ist, nach der Scheiße von CSGO Wild. Aber ich bin froh, dass ich das damals eingesehen habe und nicht den einfachen Weg gegangen bin und gesagt habe, Alter, ich nehme jetzt die Kohle mit. Scheiß doch drauf. Ich scheiß auf meine Zuschauer. Ich scheiß auf die Leute, die mir das, was ich hier gerade mache, überhaupt erst ermöglicht haben. Und schicke einen Teil von denen für meinen eigenen Profit in den Ruin. Denn genau das machst du damit. Ne? Also es ist sobald da ein Affiliate-System dahinter ist es in deinem Interesse, dass deine Zuschauer das Geld verdienen und du gewinnst daran. So, und das ist für mich das Hauptargument. Es ist in deinem Interesse, dass deine Zuschauer, die dir ermöglichen, dass du mit deinem fetten Fettarsch den ganzen Tag vorm PC sitzt, Streams machst und YouTube-Videos machst, die dir das überhaupt ermöglicht haben, die Leute rippst du damit ab, indem du die auf solche Seiten bringst, die da ihr Geld verlieren und du gewinnst noch daran, dass die Leute ihr Geld verdienen. Und das ist das, was ich so geisteskrank finde und warum ich das halt, warum ich dann damals zu Drakemon und allen Seiten, die seitdem kamen, zu Case Opening gesagt habe, verpisst euch. Weil ich das moralisch nicht mit mir vereinbaren kann, das zu bewerben. Und wie gesagt, ich könnte den einfachen Weg machen und es gibt immer wieder Leute, die sagen, du hattest auch damals CSGO-Hand als Partner. Ja, haben wir, wie gesagt. Ich habe aber aus den Fehlern gelernt und aus dem, was die Geschichte dann mit sich gebracht hat mit CSGO Wild, die dann plötzlich Balances gefreezed haben von Streamern, von Spielern auch. Ich habe daraus gelernt und habe für mich den Entschluss gezogen, ich will mit diesem ganzen Scheiß nichts zu tun haben. Die sitzen alle irgendwo, du kannst da keinen für haftbar machen, wenn die irgendwie einen Exit-Scam machen oder so. Ich will da nichts mehr mit zu tun haben. Und ich könnte auch jetzt noch den einfachen Weg gehen. Wenn ich jetzt sage, Alter, mache mir keinen Bock mehr hier die CSGO-Scheiße, dann mache ich jetzt hier noch 2, 3 Jahre Gambling-Sponsorships, mache in den 2, 3 Jahren mal 5, 6 Millionchen, wenn nicht sogar mehr. Und dann bin ich für den Rest des Lebens set und muss mir für den Rest des Lebens finanziell keine Gedanken machen. Das wäre der einfache Weg. Den könnte ich jetzt sagen, Alter, ich scheiß auf alles. Dann hätte ich in 2 Monaten sofort 1 Million auf dem Konto, ohne Probleme. Aber ich wertschätze halt dass ich überhaupt diese Chance bekommen habe, das hier so machen zu können. Da steckt auch viel Zeit drin. Ich hocke jede Woche, es gibt viele Wochen, wo ich 90 Stunden hier gegrindet habe, 7 Tage die Woche. Und ich habe auch jetzt noch keine einzige Woche, die unter 70 Stunden YouTube, Twitch und alles, was drumherum ist, andauert. Ich verdiene auch ein scheiße Geld damit. Es steckt aber auch echt sehr viel Zeit und Herzblut da drin. Aber ich könnte so finanziell mein Leben an noch einer ganz, 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 ganz anderen Stelle sein, wenn ich auch einfach den einfachen Weg gegangen hätte. Und da bin ich stolz drauf, dass ich es nicht gemacht habe und irgendwann 2016 gesagt habe, nee, das ist es nicht. Das will ich nicht mehr machen. Win, you don't understand the economy. Ein bisschen beeilen. Das Game startet gleich. When you were 12 years old, you were accessing those websites. Yeah. How did you access them? .com. Wie? And then I logged in on Steam. And at any point were you ever asked about verification of your age or anything? No. Nothing. No, I mean, like, obviously the small pop-up comes. Was ist denn der Unterschied zu Kisten aufmachen, Sven? Das fragt auch wieder. Also für mich ist der ganz große Unterschied. Erstmal, CSGO Kisten in-game aufmachen, kann man und soll man natürlich auch hart kritisieren. Ich habe mir da ja auch in dem letzten Jahr viele Gedanken drum gemacht, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte nicht mehr wie vorher einfach, wann immer ich tilt bin, einfach 10 Kisten aufhebeln, sondern ich mache das aus Content-Sicht nur noch zu Anlässen wie, es kommt eine neue Kiste raus, da mache ich mein Video, wo ich seit 2014 immer 25 Kisten aufmache. Oder halt ein besonderes Event wie mein Geburtstag, wo ich sage, für mich ist es moralisch fein, da mal für 100, 200, 300 Euro Kisten aufzumachen oder sowas wie Rapid LAN. Aber ich will nicht mehr einfach random, ohne irgendeinen Grund Kisten hebeln. So, und für mich ist der ganz, ganz große Unterschied zwischen Ingame-Kisten aufmachen on Stream und externe Seiten bewerben, dass ich nichts davon habe, wenn ihr mir das nachmacht. Wenn ich jetzt ein Video hochlade, wo ich 25 der neuen Kisten aufmache und irgendeiner von euch sagt dann, ey geil, Trill hat da Kisten aufgemacht, das mache ich jetzt auch. Ich habe da nichts von, dass du deine Kohle da verbrennst. Gar nichts. Ich habe kein Interesse daran, dass du mir das nachmachst. Aber wenn ich eine externe Seite als Partner habe, dann habe ich ein großes Interesse daran, weil ich die Seite bewerbe
Ich werde dafür bezahlt. Ich kriege im Worst Case noch eine Provision dafür, dass du deine Kohle verlierst. Und das ist für mich ein riesiger Unterschied. Ich würde jetzt auch nicht mehr wie vor 3, 4 Jahren jeden Monat easy mal nebenbei 400, 500 Euro in Kisten hebeln und die wegwasten. Da habe ich mir jetzt auch in der letzten Zeit viele Gedanken drum gemacht. Und man kann es nach wie vor noch immer kritisieren, wenn ich ein Case-Opening-Video hochlade. Aber wie gesagt, für mein persönliches Verständnis und für mein Gefühl ist es für mich moralisch aber fein, wenn ich sage, wir haben jetzt den Anlass, es kommt eine neue Kiste raus, was in CSGO zu dem Spiel gehört, was für mich auch seit Beginn an der Zeit Content ist. Ich mache hier 25 Kisten auf, das kostet mich 70 Euro dieses Opening. Und die Kisten mache ich auf, um das Opening zu zeigen, die Skins zu zeigen oder eben an meinem Geburtstag, wo ich sage, Alter, ich habe Geburtstag, ich möchte von meinem Geld jetzt für 400 Euro Kisten aufmachen oder whatever. Das ist für mich fein. Ich finde es für mich nicht mehr fein, monatlich hunderte Euros in Kisten reinzustecken und das wegzuwasten ohne irgendeinen Grund. Aber so wie ich das aktuell sehe, ist das für mich völlig in Ordnung. Und das ist für mich, und das verteidigen die Leute, die sowas bewerben, immer, dass die Chancen auf den Seiten so viel besser sind als bei Ingame-Cases. Das mag ja alles sein, aber die lassen völlig außer Acht, dass die daran verdienen, dass ihr euer Geld da verliert. Und das ist für mich so ein geisteskranker Unterschied. Ne? Also wenn irgendeiner sagt, Till, du bist ein Bastard, du hast gerade wieder ein Video hochgeladen, wo du 25 Kisten aufmachst, wegen dir habe ich mich jetzt dazu genötigt gefühlt, auch 10 Kisten aufzumachen. Kritik nehme ich gerne an, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich sag mittlerweile auch bei jedem Opening-Video am Anfang, ne, weise ich auf die Gefahren hin. Das war früher auch nicht so, dass wir gesagt, willkommen zu einem 100-Kisten-Opening, wir ballern jetzt hier 400 Euro Kisten weg. Ja, also man kann es natürlich nach wie vor noch immer kritisieren, wenn man sagt, Lennart, du sollst aber auch nicht Kisten aufmachen und das zeigen. Aber dann kommt halt irgendwann die Frage, aber wo ziehst du dann die Grenze? Kann ich dann auch nicht mehr hier sitzen und Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten aufmachen? Weil auch das ist das Gleiche. Die haben auch eigentlich keinen Wert. Das ist ein Stück Pappe. Dann müsste ich mich auch von Pokémon-Karten distanzieren, was für mich seit Ewigkeiten ein Riesen-Hobby ist. Weil du kaufst so ein Pokémon-Display für 120 Euro und wenn du Glück hast, kriegst du 40, 50 Euro in Karten raus. Und so sehe ich das halt. Bei CSGO-Kisten machst du eine Kiste auf, du kannst auch so bis 40 bis 50% Return rechnen. Du weißt ja im Vorhinein, dass du sehr wahrscheinlich Kohle verlieren wirst. Ich mach's wegen dem Content, weil das natürlich auch für mich Content ist. Wenn ich privat, würde ich vielleicht auch hier und da mal ein paar Kisten aufmachen, ne? Weil das ist Geld, so, das kann man mal reinmachen. Das ist ja auch irgendwo ein bisschen Spaß, ist da natürlich auch mal dabei. Genau wie bei Yu-Gi-Oh! Karten und Pokémon-Karten. Aber dieses exzessive, einfach nur sinnlos Kisten weghebeln, das will ich halt nicht mehr machen. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, so komm, wir machen jetzt auch bei Kisten einen ganz harten Cut. Ich mache das nur noch zu besonderen Anlässen, wo ich sage, Alter, jetzt kommt eine neue Kiste raus, da haben wir sehr viele coole neue Skins, lass mal darüber reden. Im Rahmen dessen machen wir jetzt nochmal 25 Kisten auf. Das ist für mich und mein Gefühl völlig fein. So, damit kann ich leben. Das können Leute scheiße finden, ist für mich okay. Just say yes. There's no verification. Just like, are you 18? Yes. I've started gambling at 16, and in total, I've lost somewhere in between 10 to 14,000 in gambling over the past few years. My name is Alexander. Manny. Maurice. Stefan. Spencer. Roxy. I am 23 years old. 20 years old. 22 years old. I'm 23 years old. I'm 22. I am 22 years old. I'm from Germany. The United States. The UK. Sweden. And I started gambling when I was 13, 14. 15 years old. Started gambling when I was 13. 13 to 14 years old. I want to say 17. 14 or 15. And in total, I've probably lost about £10,000 over the course of 7-8 years. $600. 11 grand gambling. 1,000 Euros, I think. Da habe ich ja auch mal vor einer Zeit ein Video dazu gemacht, wie viel Geld ich schon in CSGO-Kisten gesteckt habe. Weiß ich gar nicht mehr. Wie viel war das? 60, 70.000 oder so in den 10 Jahren, die ich in Ingame-Kisten reingesteckt habe. Aber es sind halt auch geisteskranke Summen. 3 or 4,000, ich in die letzten 10 Jahre in Kisten gesteckt habe. It was mainly through content creators. Gambling via a third party was promised as you had better odds. Was all I really cared about at that age. You would sign via Steam, but yeah, there was no verification. When you are that young, you get a little bit money every month from your parents. So eventually I bought a knife. That's when it started. When you gamble, you
want to win it back. That's what happened for me. I wanted to win back the money that I lost, so I kept going. I started around 15. On those websites, it took me 30 seconds to log in. Oh, use my promo code for an extra 5% or whatever. Use this for a free £3 credit. It all just makes you want to gamble more and more and more. It's just a cycle of just trapping you in. All right, so could you please explain like I'm 5? Because in our world in Counter-Strike, it's very normalized. And I would like to hear from someone who knows what he's talking about. What's the reason we forbid gambling to underage players? Meet Joel Billieux. He does a lot of things. He's a professor of clinical psychology and psychopathology at the University of Lausanne in Switzerland. He's also a researcher at the Center for Excessive Gambling in the same city. And for the last 10 years, he has been involved as an expert with the World Health Organization on public health implications of online addictive behaviors. He does even more than that, but this is what brings him here today. Children and adolescents are vulnerable for several reasons. For example, they are less efficient in self-control, so in actively regulating their behaviors, increased difficulties in emotion regulations, meaning that they can experience emotion in a very intense manner, and it also compromises their self-control over their behaviors. And this can be relatively simply explained by several factors, but especially the fact that the brain is not maturated at those ages. And so another factors that promote risky behaviors among young people is the influence of role model. And typically, streamers, people doing esport high level are role model for these young people and these adolescents. So it's a clear problem if these people are involved in gambling, in opening cases, because it will promote this behavior in these young people and these adolescents. So I am clearly convinced that there is a responsibility from the gaming community to not show this behavior and promote this behavior in young people. If you grow up in the gaming world like I showed you, and then you have this normalized promotion for gambling, and you can even access it when you are young. So what kind of effect can we expect for the young ones? If you are exposed to gambling through advertisement, through your family, through your gaming practice, a risk factor for developing problematic gaming patterns and even a gambling disorder. So starting younger increase the risk of developing a real gambling disorder or a gambling addiction. So this is basically one of the reasons why in many jurisdictions advertisement for gambling is prohibited, the same way that it's done for alcohol or cigarettes. That made me realize, when was the last time you have seen an ad for slot machines or roulette on TV? Advertisement of gambling and online gambling is under a lot of scrutiny, especially lately, and some countries have it totally banned. As a matter of fact, football is now at the center of this, and some things are changing here as well. As an example, in the Netherlands, gambling sponsorships won't be allowed to appear on camera starting in 2 years. And meanwhile, in the Counter-Strike world, we find the G2 releasing a news saying that CSGO Roll is a community skin trading and social gaming platform, with a comment from their CEO adding that they are excited to enable G2 fans to get a chance to earn rare skins they always dreamed of. Such a deceptive wording, but in reality, this is like saying you are excited to enable G2 fans to gamble, as if I was sponsored by a casino and I would say that I'm happy to give a chance to my viewers to earn a house. Yeah, that might be true for the 0.01% that will hit big, but what about the 99.99 others? Have you all lost your mind, or is it me that lost touch of reality? Clearly, they function as slot machines, basically. In addition to all the aspects related to sound, music and stuff, which put a similar environment at what you can find in slot machine, the way they are designed is clearly similar. A typical example is the near misses. Basically, the symbol will das habe ich mich da auch gefragt, ob das gescriptet ist, dass das so nah dran ist, weil ich habe das Gefühl, bei CSGO-Kisten ist es nicht. Bei CSGO-Kisten, wenn ich die Ingame aufmache, das passiert selten, dass du mal an einem roten Skin dran bist. Aber wann immer ich bei irgendwem so Case-Openings auf so einer externen Seite gegangen bin, auch wenn hier so eine AK-Empress eine Chance von 0,03% hat, gefühlt siehst du die ständig 1 oder 2 Felder neben den Dingern. Vielleicht nicht alle Seiten, aber das ist mir, wenn ich mir so ein Video mal bei irgendwem angeguckt habe, ist mir das echt auch aufgefallen. Bei so einer AK-Empress, die siehst du vielleicht alle 20 Kisten mal durchfliegen ganz am Anfang bei der Animation.
Aber dass du oft ein Feld nur daneben bist, das passiert halt genauso selten wie auch tatsächlich drauf landen. And you will see a lot of potentially very rare or Und das ist dann halt auch nochmal sehr, sehr shady, wenn die das machen. Like knife. The reel stopped just after these very rare items. It makes the people think as if they were very near to obtain them. We can open one more case. Let's do this one. I'm probably gonna get some crap thing. Death by Kitty? Oh my god! Oh my god! Das ist fake übrigens, das gab's nie. Du siehst auch die blaue Outline hier. Das ist gefaked, das Video. Das kann ich euch aus der Erfahrung sagen, das ist nie passiert. Das haben die rausgenommen, CSGO. Du konntest nicht ein Feld an einem Knife vorbeigehen. Wenn du das Gelbe hast reinrollen sehen, dann hast du es immer bekommen. Seit Anbeginn der Zeit, meiner Meinung nach, war das so in CSGO. Und das kann ich euch sagen, nach sehr vielen tausenden Kisten, das geht nicht. Das haben die reingecodet, dass du nicht ein Feld an einem Knife vorbeikommen kannst. Nie. Wann immer das Gelb reinkam, hast du es auch bekommen. No! No! Du siehst auch, dass sich das anders bewegt wird. Those near misses are interpreted by the brain as if it is a win. Yet, they are associated with feeling of frustration, anger, negative emotions. And they tend to promote then people impulsively play again. For near miss being efficient, you need a certain amount of them, generally around 30 to perhaps a bit more. So it's an additional element here that is used to promote impulsive gambling and loss of control, basically. There are also other strategies that are used, like loyalty program or daily cases. You can have these cases for free each day, which mean that you will come and connect every day for having those. During my research, I've come across some rather funny stuff. There is a P-Hub video where before they well, you know, they get inside each other. You have an ad for one of these websites. Mind you, I'm gonna have to blur everything because it's, you know. Before start of this video, I want to recommend you site for deposit from 1000. Das kam auf Pornhub als Werbung? But I thought it was funny. I also found some content creators from Valorant who co-stream some Valorant tournament games, and in between you find them advertising CSGO websites, even though they don't play CSGO, or at least they don't do it on stream. What wasn't funny, however, is to find what seems to be a 14-year-old streamer sponsored by Keydrop. Keydrop is currently the one on top of my list with the most traffic, and with a young kid promoting them on Twitch, I would argue that it seems like their marketing practices are somewhat questionable. We are looking at a 14-year-old streamer advertising what seems to be a gambling website in front of a live audience with a promo code, as well as banners that look very, very similar to the one that other streamers are using when you endorse them. What kind of message is being sent there? That any kid watching him is also welcome? One might think that, allegedly, this is why you could have the most traffic. And even more, he didn't just have one of these websites, he had 4, and they are all on that list. Without any form of regulation, what else can you expect? Actually, I had a segment there where I showed you how some YouTubers promote it and why it's a very bad practice, but I've decided to remove it entirely because I'm afraid this would turn into a witch hunt. Instead, have a look at some clues coming from the UK Gambling Commission. There's a lot more, but here's a few. You cannot feature anyone gambling or playing a significant role in the ad if they are under 25 years old. If you're going to promote the website and you are less than 25, you cannot appear in the ad, so you cannot talk in the ad and surely you cannot show yourself gambling during the ad. And there's many more rules. You cannot portray risky behaviors, so when you go, haha, I'm going degen XD lol moment, that would not be allowed either. And also, you cannot associate with youth culture. Some websites are running events. This one did a back-to-school event. I don't think I need to add anything to that, kind of speaks for itself. Recently, Twiston, a 19-year-old pro player from Valorant, took his own life. The next day, as we had a CSGO tournament, the players held a minute of silence in honor of Twiston. And you will find clips of that on YouTube. So some guy took that clip, plugged his own gambling sponsor, and uploaded the thing on YouTube. This is unedited footage. CSGO Roll. The coolest drop is only here. Try it now. Use code to get 5% bonus and free cases every day. Watching along at home as we pay our respects to Twiston, who tragically passed away this week.
Das ist krank. Now, let's recap everything we have learned. In Counter-Strike, 80% of the creators are promoting unregulated gambling websites. Pro players and esports organizations are promoting them as well, and even Faceit promoted some of these with a push-up that you cannot miss. It is advertised to everyone and portrayed as something fun, in total disregard of every gambling advertisement rules that exist. Twitch clearly says it is against their TOS, but does nothing. YouTube clearly says it is against their TOS, but does nothing, except when I talk about it saying that you shouldn't gamble, and Steam clearly says it is against their TOS, but does nothing either. Websites do not comply to any form of regulation that would be standard in every country, and by being unregulated, they are accessible to everyone, including the young ones, which is convenient because they are also advertised to them. It has been going on for 10 years, and no one cares. Hey, welcome to Counter-Strike. I can't wait for CS2. So whose fault is it and who should we be mad at? Well, everyone. This video is essentially a career suicide for me. Also was halt safe passieren muss, ist, dass das viel, viel stärker reguliert wird. Auch CSGO Ingame-Kisten. Meine Steam-Account-Erstellung ist so lang her, aber dass solche Features in CSGO halt zum Beispiel nur verfügbar sind, wenn du halt deinen Ausweis hinterlegt hast oder sowas. Bei den externen Seiten halt, ja gut, ne? Also bei den externen Seiten hast du ja sogar die Aussagen von den Ownern, dass die es halt machen, weil es keiner kontrolliert und die suchen sich da irgendwelche Loopholes. Also da hörst du ja, da weißt ja, es ist denen halt egal. Ob da einer 12 ist und da rausschickt, das juckt die halt nicht. Das ist schon wild alles. Me, because I'm going to trash everyone, because everyone is doing trashy stuff. If you're looking for a single answer to that question, you're kind of wrong. It's a little bit of everybody's fault. You could blame the parents for not monitoring what their kids are doing online, but think of it this way, unless you stay behind the kid 24/7, you will not be able to control that. If you give him money for his birthdays or whatever, he can buy gift cards in physical stores and redeem them on the websites. If you're buying him games on Steam, he could ask for a refund to the Steam wallet and then use the balance to gamble. You wouldn't know anything about it. Considering how easy they are to access and how many role models are promoting them, you won't be able to prevent your kid from accessing those websites, unless you stay behind him 24/7. In fact, I would gamble? That most of the parents are unaware that gambling is such a relevant topic for CSGO. Valve, YouTubers, streamers, pro players, websites, Faceit, esport organizations, essentially the whole industry, but also YouTube and Twitch. When 80% of the CSGO category shits on your TOS and you do nothing about it, what's the point of having the TOS in the first place? You are all complicit at some level, whether by promoting it, enabling it, and directly making profit from it, or by closing your eyes and remaining quiet about it. You might have noticed I haven't talked about Valve too much. That's because they deserve their own chapter, which will come in the part 2 of this documentary, I guess. Like I said, the situation is pretty bad and there's a lot more to talk about. I will leave you for this part 1 with Mikkel, as I find his reaction quite revealing. Stay tuned for the part 2, and obviously, posture check. Do you feel some kind of pull nowadays when you're watching content? Yes. Of course you can't get people away from gambling, right? But you should at least make it so that it is 100% under 18 secure. So many kids are watching this, aspiring to be a pro player. Is used to use pro players as a way to sell their cases. Yes, exactly that. Okay. I know this one, by the way, I think. You seem to have like a resentment towards the CSGO websites for allowing you to go there while you are underage. Do you feel the same about Valve for allowing you to open CSGO cases? See, now that's a good question, because you don't really feel the same, do you? Like, really, I resent the websites more because they don't require an age tick, but then again, so do Valve. You have opened $4,100 total in CSGO cases on Valve platform. Have you ever been asked for age verification or any kind of process to verify that you are right? No, I have not. And that's why it's it's a very good point that you're making, that why would I only resent the websites when Valve themselves also
Like, how much money is it that they earn? In the month of March, they have made 100 million estimated on CSGO cases. Nur Kisten. Some of those money were probably mine. Nicht mal Steam-Markt-Transaktionen. It looks more harmless opening just one case. But you can see me again. I opened just one case. But then, like, look how much money I've lost. Okay, Part 2 kommt auch noch. Ja, fettes Video von Jeff. Mit dem Kanal bin ich nicht mehr subscribed. You just earn my subscription, Jeff. From my German channel. You obviously have it from my English channel. Videolink habt ihr in der im Chat jetzt. Lasst gerne auch mal einen Kommentar und Bewertung da. Also habe ich am Ende doch ein paar neue Sachen gelernt. Wie zum Beispiel, dass die Seiten da so ein Loophole haben, mit denen, dass sie alle halbe Stunde ein paar Cent for free rausgeben und dadurch ist es auf dem Papier kein Casino mehr. Das war mir auch alles neu. Da wusste ich auch ein paar Sachen nicht. Ansonsten, ja, die alte Leier. Da bin ich sehr gespannt, ob da mit CS2 jetzt mehr passiert, wo jetzt schon ein paar dieser Supplier gebannt wurden von den großen Gambling-Seiten. Die Leute, die aktiv auf Twitter unterwegs sind, die werden das auch mitbekommen haben. Bin ich mal gespannt, wie das in CS2 passiert. Also was auf alle Fälle halt auch von Valve-Seiten aus passieren muss, ist irgendwie, dass das schärfer kontrolliert wird, wie alt die Leute sind, die Access zu den Kisten haben. So, und da stehe ich auch zu 100% dahinter, dass da irgendwas passieren muss. Das kann nicht so einfach sein, dass da ein Timmy, der gerade eine 20 € Paysafe-Card oder Steam-Karte bei der Tankstelle gekauft hat, einfach so Kisten hebeln kann. Das darf halt auch nicht so leicht sein. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf den zweiten Teil, was da noch rauskommt. Also Valve darf man da auch nicht außer Acht lassen. Die müssen da auch ordentlich nachbessern. Und nicht nur mit so Aktionen wie in Holland dieses X-Ray-Feature einführen, wo du erstmal die Kiste scannen musst, dann siehst, was in der Kiste ist und dann musst du dieses Item kaufen, bevor du in die nächste Kiste gehen kannst. Das ändert ja trotzdem nichts daran, dass der 11-jährige Timmy diese Kiste aufmachen könnte. Wie kann man sowas regulieren? Naja, zum Beispiel mit einer Passport Verification zum Beispiel. Dann da gibt es dann natürlich noch immer Sachen wie, Timmy benutzt den Steam-Account von seinem Papa oder Mama mit, ne, und macht dann damit Geld auf, aber ne, sowas kannst du dann irgendwann auch nicht mehr verhindern. Also es kann ja nicht Lord Gaben hinter jedem stehen, der eine Kiste aufmacht und gucken, ob Timmy gerade den Knopf drückt oder die Anita, die ihn vor 3 Wochen in die Welt gesetzt hat. Ne, aber es kann halt nicht sein, dass du mit 11 Jahren dir einfach einen Steam-Account machen kannst, gehst zur Tanke, holst dir eine 100 € Paysafe-Card und kannst Kisten hebeln. Das ist halt zu leicht. Ja, aber spannendes Video. Weil gerade Leute fragen, ich werde es auch auf YouTube hochladen, auf den Zweitkanal, wo die ganzen Reaktionen kommen. Ich vermute, da ich am Anfang ja relativ viel noch gelabert habe, werde ich es nicht nennen, Trillux reagiert auf dieses Video, sondern vielleicht einfach sowas wie Richtung, warum ich mich, auch weil wir den Talk hatten, warum ich mich von CSGO Gambling Seiten distanziert habe. Und Reaktion darauf, weil dann haben wir beides damit abgedeckt. Aber ja, sehr, 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 sehr spannendes Video. Bin ich mal gespannt, wie das in Zukunft wird. Also wie gesagt, das sind alles Sachen, über die sich vor 6, 7 Jahren noch kein Schwanz Gedanken drum gemacht hat. Und ich denke auch, dass da in Zukunft was passieren wird. Weil da hat sich auch in dem Mindset vieler Leute auch einiges getan. Ja, nicht nur bei mir, auch bei vielen Zuschauern, bei anderen Streamern und so. Ich bin ja nicht der Einzige, der dann irgendwann gesagt hat, er macht das nicht mehr. Und Dalu zum Beispiel hatte auch sehr lange Daddy-Skins als Partner. Der hat dann auch irgendwann gesagt, nee, Alter, das ist es nicht. Da distanziere ich mich von. Also ich denke auch, dass man darauf hoffen kann, dass da in Zukunft irgendwie härter durchgegriffen wird. Du wirst es wahrscheinlich nie ganz eliminieren können, weil irgendwelche Loopholes werden die immer finden. Aber so wie es aktuell ist, darf halt nicht so bleiben. Dass du damit 4 Mausklicks 500 € in einer Kiste auf so einer externen Seite weghebeln kannst. Das kann es irgendwie nicht sein. Okay. Ja, ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare auf YouTube auch. Gott sei Dank wurde das Game zwischen Big und Liquid ein bisschen nach hinten geschoben. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bevor es da losgeht. Ich muss ganz dringend pinkeln, weil seit wir hier sitzen, habe ich einen guten halben Liter Tee gesoffen.
Deswegen nochmal an Leute auf YouTube, danke fürs Zusehen. Ja, Teil 2 werden wir uns auch auf jeden Fall angucken. Liebe Grüße nach YouTube. Later.